willkommen zu einem weiteren Video von uns. Heute wieder mit einem Tutorial, und zwar mit dem zweiten Teil meiner Videoreihe kostenloser Videoschnitt. Und zwar geht es heute um das Programm Blender. Dazu geht ihr in euren Webbrowser und gebt ein blender.org. So, dann landet ihr hier und jetzt könnt ihr hier oben auf Download klicken oder auch hier, ist egal. So. Jetzt geht es hier in der Version für Windows, für Mac OS X und für GNU Linux und auch den Quellcode. Bei Windows müsst ihr beachten, es gibt den Installer als MSI-Datei und einmal ein Portable-Zip. Das habe ich im letzten Video schon erwähnt. Da kriegt ihr einfach einen ZIP-Ordner für 64-Bit oder 32-Bit. Den müsst ihr bloß noch entpacken und dann reingehen. Dann gibt's da die Blender.exe. Da macht ihr einfach einen Doppelklick drauf und dann startet das Programm schon. Da könnt ihr dann ohne Installation mitarbeiten. Beim Installer ist es eben so, dass es dann erst installiert wird, bevor ihr das eben benutzen könnt, Blender. Dann nehmt ihr einfach, was ihr eben braucht. Und dann gehen wir jetzt in Blender. Das ist jetzt kostenlos von blender.org. Und wir klicken jetzt einfach außerhalb des schwarzen kleinen Fensterchens hier und sind jetzt in der 3D-Ansicht. Blender ist ein Programm zum Animieren hauptsächlich, zum Modellieren, Compositing, was auch immer. Also man kann, kurz gesagt, eigentlich alles, so gut wie alles damit machen. Man kann es sehr gut mit Adobe After Effects vergleichen, ist quasi die kostenlose Alternative dazu, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt geht es hier oben links neben Default, dieses Symbol hier. Und jetzt haben wir hier verschiedene Abteilungen bzw. Optionen. Eben einmal die 3D-View Full, Animation, Compositing für Film und Videos, Default, wo wir jetzt gerade sind, Game Logic, also man kann Spiele auch damit machen, Motion Tracking, Scripting, UV-Editing und Video-Editing, das uns jetzt mal primär interessiert. So, dann landen wir jetzt hier. Das sieht jetzt erstmal etwas verwirrend aus, macht aber nichts. Ist eigentlich recht einfach, wenn man es verstanden hat. Und zwar, ich würde sagen, erstmal gehen wir jetzt hier auf diesen kleinen Graphen hier und sagen jetzt Properties. Und dann müsst ihr euch noch mit dem Windows Explorer euer Verzeichnis suchen, in dem ihr eure Videos drin habt. Bei mir ist das jetzt der Ordner Material. Und jetzt habe ich hier 3 Videos hier. Und jetzt will ich hier so ein kleines Videoprojekt draus machen. Jetzt ziehe ich einfach den ersten Clip hier rein. Wichtig zu beachten dabei ist, dass man auf Bild 1 ist, weil wenn man jetzt hier ist dann und das Video reinzieht, dann fängt es erst ab hier an, das wollen wir nicht. So, jetzt ziehen wir das hier rein, zack, da ist das drin und wenn wir es abspielen, man merkt, dass das Video ziemlich asynchron ist vom Ton her, noch allgemein. Und vor allem ist es auch ziemlich klein hier. Das liegt daran, dass wir erstens die Rendereinstellungen auf 50% haben. Und zweitens können wir mit dem Mausrädchen auch noch raus und rein scrollen. Ich ziehe das gerade hier zurecht. So. Gut. Zu beachten ist, die Audiospur ist hier oben und die Videospur hier unten. Das ist normalerweise nicht so. Deswegen korrigiere ich das jetzt kurz. So. Genau. Und um das Ganze jetzt synchron zu kriegen, sage ich jetzt mal, geht es jetzt hier rechts die Strip-Einstellungen und hier unten geht es jetzt hier Strip Input und bei MPEG Preseq ist normalerweise auf 0 gesetzt, hier jetzt auf 25. Da dreht man jetzt hier auf 50, mehr geht leider nicht. Dann hier unten steht No Sync, da sagt man jetzt einfach AV Sync. Und jetzt, wenn wir auf Refresh Sequencer gehen, lädt es kurz und dann ist alles synchron. Selbst wenn die FPS-Anzahl nicht im optimalen Bereich ist, das variiert eben von PC-Leistung her. Also man sieht, es läuft. So. Ich lasse das jetzt aber mal hier anfangen. Und jetzt will ich hier einen Schnitt setzen. Und das mache ich, indem ich jetzt entweder auf Strip und hier Cut, also hier gibt es 2 Optionen, Shift, K und K für weichen und harten Schnitt, ist eigentlich kein besonders visueller Unterschied. Ich sage einfach K. So, und jetzt habe ich das hier noch vergessen. So, den Teil hier schneide ich erstmal weg. Also man kann die Videoclips hier mit rechter Maustaste anklicken. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
jetzt entferne ich das mit Entfernen oder eben X. So, und die können wir jetzt hier mit der rechten Maustaste hier umziehen oder eben einfach mit der Taste G bewegen. Genau. Und mehrere Clips bzw. Strips markieren wir, indem man Shift gedrückt hält und eben alle anderen auswählt. So, den ziehe ich jetzt mal auf Frame 1. So, wenn er mal mitmachen würde, wäre es auch ganz nett. So, passt. Gut, jetzt suche ich meine Stelle aus, an der ich schneide. Zum Beispiel, ja, hier, hätte ich jetzt gesagt. Dann gilt wieder K. Jetzt geht es hier wieder in den Schnitt. Der Teil fliegt raus. Und jetzt hole ich mir das zweite Video dazu, und zwar unseren Kanal-Trailer. Hier gilt wieder alles Korrektur, korrigieren. So. Und wieder MPEG Preset auf 50, damit alles synchron ist. So, und jetzt suche ich mir eine Stelle im Video aus. Übrigens hier noch eine kleine Sache. Man sieht, dass das Video noch weitergeht, aber das Videoprojekt zu Ende ist. Jetzt geht es hier unten neben Abspielen. Neben Abspielen und so weiter gibt es jetzt hier noch diese Einstellung. Einmal das aktuelle Bild, auf dem man gerade ist, und zweitens Start und End. End kann man einfach weiter aufziehen und dann geht es hier auch weiter. So. Ich gucke jetzt gerade mal. Mit Mausrad kann man hier auch die Ansicht hier etwas skalieren. So. So, und weil jetzt eben hier so ein harter Übergang ist, hätte ich jetzt hier gerne eine weiche Blende. Und dazu markiere ich die beiden hier und schiebe die etwas weiter nach oben. Und wichtig ist es, dass man zuerst das links, das von dem der Überblendungseffekt ausgehen soll, markiert und danach erst den nächsten Clip. Weil wenn man das andersrum macht, dann invertiert es. Also wie gesagt, ihr könnt es zwar ausprobieren, aber es ist optisch nicht so schön anzusehen. So, jetzt gehen wir auf Add, Effect Strip und auf Cross. Jetzt haben wir hier so einen weichen Übergang, den man hier gut sehen kann. Ja, das passt soweit. Gut, das passt auch soweit. Hier setze ich wieder einen Schnitt. So. Ich gehe wieder auf meinen Materialordner und ziehe jetzt dieses eine Bild hier rein, das ich gerne drin hätte. Ziehe es etwas länger hier mit also hier auf den Pfeil klicken. So. Und das ziehe ich auch etwas länger. So, das passt. Und jetzt selektiere ich wieder zuerst das obere, dann das untere. Und sage wieder Effect Strip Cross. Hoppla. Das wollte ich nicht. Cross. So. Gut. Das wäre jetzt auch soweit. Ja, das ist soweit auch kurz. Ja, das kommt vollkommen hin. Das noch etwas länger ziehen und dann passt es. Exakt. So. Gut, damit wäre es jetzt auch erstmal. Jetzt kommen wir noch zum Rendern. Und zwar sind wir hier noch in diesen Render-Einstellungen hier auf 100% haben wir es schon gesetzt. Die Framerate kann man auslassen, wenn man es nicht anders haben will.
Und jetzt scrollen wir wieder runter. Und wenn wir das Video jetzt nicht in einzelnen Bildern vorliegen haben wollen, geht man jetzt hier von PNG auf Movie und MPEG würde ich empfehlen. Dann gibt es hier noch die Option Encoding. Format stellen wir auf MPEG 4, Codec auf H264. Bei Audio-Codec, also wenn der Audio mitgerendert werden soll, also wenn Ton dabei sein soll, steht hier standardmäßig leider auf Known, also kein Ton. Und wir sagen MP3. Dann wird auch der Ton mitgenommen, mitgerendert. So, jetzt bei Output, also Ausgabe jetzt noch, kurz das Verzeichnis einstellen. Das wäre bei mir hier im Blender-Verzeichnis. Ich nenne das Ganze mal Final. So. Und jetzt können wir hier oben auf Animation drücken. Und dann wird das Ganze rausgerendert. Okay, ich habe jetzt gerade einen Schnitt gesetzt, der ist jetzt fertig. Das können wir jetzt da ganz kurz abspeichern. So, das passt jetzt so. Und jetzt haben wir das hier. Hier ist die Blenddatei, also die Projektdatei von Blender. Und einmal unser Video. Also man sieht, es passt alles. Das sind jetzt die grundlegenden Schnittfunktionen von Blender. Also der Schnittbereich in Blender ist natürlich noch sehr viel umfangreicher. Das ist jetzt aber alles viel zu viel, um in einem einzigen Video drauf einzugehen. Das werde ich alles in separaten Tutorials machen, wenn überhaupt. Und ja, ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Euch hat das Tutorial gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann halt einen Daumen runter. Also bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao.